Hallo ihr Lieben, heute komme ich eurem Wunsch nach, euch mehr schnelle, einfache und auch vegetarische Gerichte anzubieten und deswegen gibt es heute eine Pasta, die man halt einfach probiert haben muss. Dafür braucht ihr 3 Knoblauchköpfe, Basilikum, Parmesan und eine Mischung aus Milch und Sahne. Der Knoblauch wird geröstet und dafür brauchen wir Backpapier und Alufolie und das schneide ich mir jetzt zu. Zunächst mal entfernt ihr den oberen Teil des Knoblauchs. Beträufelt ihn mit etwas Olivenöl und bestreut ihn mit Salz. Danach wickelt ihr ihn ins Backpapier und anschließend in Alufolie ein. Legt die vorbereiteten Knoblauchköpfe in eine Backform oder aufs Blech und röstet sie bei 220 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 45 Minuten. Es kann auch ein paar Minuten länger dauern, wenn ihr ein besonderes Röstaroma wünscht. Jetzt könnt ihr die Nudeln einfach kochen oder ihr bereitet sie frisch zu, so wie ich das immer mache mit meiner Pastarella von Rommelsbacher. Da gibt es verschiedene Programme und Rezepte und ich habe mich diesmal für dicke Spaghetti entschieden, denn die mögen meine Kinder besonders gern. Ich verwende dieses Gerät schon relativ lange und was ich am besten finde, ist, dass am Ende eigentlich vom Teig fast nichts übrig bleibt, seht ihr? Die Nudeln stehen bereit und jetzt widmen wir uns wieder dem Knoblauch. Fertig ist er, wenn ihr ihn zusammendrückt und merkt, die Knoblauchzehen sind butterweich. Lasst ihn ein bisschen auskühlen, bis er nicht mehr ganz so heiß ist und solange er noch lauwarm ist, könnt ihr ihn dann ausquetschen. Ich füge jetzt noch ein paar frische Basilikumblätter hinzu, allerdings nicht zu viele, damit sie den Geschmack nicht übertünchen. So 3 bis 4 Stück reichen aus. Noch ein bisschen Salz, Pfeffer und einen Esslöffel Olivenöl. Und daraus wird jetzt eine cremige Paste. Im nächsten Schritt brauchen wir einen großen Topf mit Wasser, fügt noch ein bisschen Salz hinzu und kocht dieses auf, denn jetzt sind die Nudeln an der Reihe. Die frischen Nudeln brauchen wirklich nur wenige Minuten im heißen Wasser und sie sind al dente. Entnehmt unbedingt ca. 125 ml vom Pastawasser, denn dieses brauchen wir später für die Soße. Erhitzt eine größere Pfanne auf mittlerer Stufe, das ist bei mir Stufe 4 bis 5 von 9, gebt die Knoblauchpaste hinein und das heiße Pastawasser. Im Anschluss rührt ihr die Sahne-Milch-Mischung ein und fügt den Parmesan hinzu. Diese Soße wird jetzt einfach nur ganz kurz erhitzt, das heißt, sie muss nicht gekocht werden. Bei Bedarf könnt ihr jetzt noch ein bisschen nachwürzen und es folgen schon die Nudeln. Beim Anrichten verwende ich gerne noch ein paar Basilikumblätter, bestreue alles mit schwarzem Pfeffer und mit ein bisschen Zitronensaft und fertig ist dieses wunderbare vegetarische Gericht. Wenn ihr gerne schnelle und einfache Rezepte mögt und dem Knoblauch nicht abgeneigt seid, dann probiert dieses Gericht aus und schreibt mir gerne auch einen Kommentar und wie es euch geschmeckt hat. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.